Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In our summer special series, Deutsch im Alltag, we will be learning a lot of structures you can use in your daily life in various situations. In today's video, we will learn how to react in case of misunderstandings, how to clear them, and how to avoid them. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Etwas missverstehen oder etwas falsch verstehen. Sometimes it can happen that you misinterpret things or understand things differently than they were intended. It's very important to react normally in such a situation, but there should be less of a problem if you can talk about it. Missverständnis. Das Missverständnis. Die Missverständnisse. Das Verb heißt missverstehen. Etwas missverstehen. Hat missverstanden. As you can see, the verb is non-separable. Let's learn how to express yourself when you know that you have misunderstood something. Oh, es tut mir leid. Da habe ich dich wohl falsch verstanden. Oh je, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Da haben wir uns wohl missverstanden. Hier muss es sich um ein Missverständnis handeln. Oder hier handelt es sich wohl um ein Missverständnis. Da haben Sie mich wohl falsch verstanden. Entschuldigung, Da muss ich dich falsch verstanden haben. Oder da muss ich dich missverstanden haben. Oh, ich dachte, Sie meinen? Tut mir leid, da liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Kulturelles Missverständnis. Very often, misunderstandings also occur due to cultural differences. In such a case, you can say, Ach so, ist das in Deutschland so? Das wusste ich nicht. Bei uns? Habe ich jetzt etwas falsch gemacht? Bei uns macht man so. Missverständnisse erklären. So you misunderstood something, but it's sometimes also good to express what you understood. Ach so, ich dachte, dass... Aha, jetzt verstehe ich. Ich habe zuerst gedacht, dass... Verstehe. Sie sprechen natürlich über... Ich spreche aber von... Da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet. Das heißt, wir haben über verschiedene Dinge gesprochen. So hatte ich das nicht gemeint. Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, ich wollte sagen, dass Missverständnisse vermeiden. And sometimes it is in your hands to avoid having a misunderstanding in the first place. Let's see how you can do that. Nicht
dass es da ein Missverständnis gibt. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Um sicherzugehen, dass wir uns richtig verstanden haben, möchte ich noch einmal nachfragen. Nur da kein Missverständnis aufkommt. Sie meinen? Ich war der Meinung, dass... Habe ich das richtig verstanden? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Um ein Missverständnis zu vermeiden, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Missverständnisse aufklären. Once a misunderstanding has occurred, it is important to clear it or solve it. This is how you can try to do that. Dieses Missverständnis sollten wir schnell aus dem Weg räumen. Das sollten wir schnell klären. Ich denke, das können wir schnell klären. Das ist ja zum Glück nur ein kleines Missverständnis. Dieses Missverständnis sollten wir so schnell wie möglich aufklären. Ich glaube, wir sollten noch einmal darüber sprechen. Ich denke, es ist besser, wir sprechen gleich darüber, bevor uns dieses Missverständnis noch größere Probleme macht. Lassen Sie uns dieses Problem schnell aus der Welt schaffen. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. So, these were some structures you could use when you have a misunderstanding. Hope you enjoyed this lesson. Do try to read these structures out once again. Best would be while standing in front of a mirror. That will give you more confidence. Pick out your favorite sentences and practice them with a friend. Next video is coming soon. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss, auf Wiedersehen!